Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zum ersten Update über die U87 G2 Kanonenvogel von Italeri. Ich wollte euch zeigen, wie weit ich gekommen bin und was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe Schritt 3 auf der Bauanleitung abgeschlossen und bin kurz davor, die Flugzelle zu schließen. Wie man hier sieht, bin ich mit dem Cockpit soweit fertig. Ich habe alle Teile verklebt, alle Foto-Edge-Teile angebracht, es wurde lackiert, gealtert, mit einem Wash behandelt. Bei den Cockpit-Seitenwänden habe ich zusätzlich mit 0,3 mm dicken Lötzinn die ganze Verkabelung angebracht und die Kabel in unterschiedlichen Farben bemalt. Auf der anderen Seite genauso. Ich finde, das bringt nochmal mehr Details in das Cockpit und wertet es deutlich auf. Nachdem ich das Cockpit zusammengesetzt habe, habe ich es mit Staubgrau 77 von Revell lackiert. Das ist RLM02 in der Bauanleitung. Ich benutze hauptsächlich Farben von Revell, deswegen habe ich bei einem Konverter geschaut, welche Farben passen, und RLM02 ist Staubgrau 77. Ja, nachdem ich das Cockpit lackiert habe, habe ich mit einem feinen Schwamm und silberner Farbe die ganzen Chips auf dem Boden aufgebracht und an den Seitenwänden durch leichtes Träufeln des Schwamms. Dadurch ist ein schöner Chipping-Effekt und Alterungseffekt entstanden. Der Armaturenträger besteht aus mehreren Teilen aus Kunststoff, Abziehbildern und Foto-Edge-Teilen, die aus dem beiliegenden Foto-Edge-Bogen ausgeschnitten werden, lackiert werden. Zwischen den Kunststoff und den Foto-Edge-Teile kommt ein Film aus Abziehbildern. Dort sind die ganzen Armaturen aufgedruckt, dann Foto-Edge, nochmal Abziehbilder mit Armaturen und nochmal Foto-Edge zum Schluss. Ich zeige euch das gleich im Detail. Dies ist nun der Armaturenbrettträger. Wie man gut sieht, scheinen durch die Öffnung der Foto-Edge-Teile die einzelnen Instrumente richtig schön durch. Die kann man gut erkennen. Um das Glas der einzelnen Instrumente zu simulieren, habe ich von Vallejo das Gloss Varnish genommen, habe es in mehreren dünnen Schichten von hinten auf dem Foto-Edge-Träger aufgebracht, trocknen lassen, wieder aufgebracht, sodass eine Blase entsteht und die aussieht wie richtiges Glas in den einzelnen Armaturen. Mit einer sehr feinen Pinsel habe ich dann die einzelnen Knöpfe und Schalter angemalt noch zusätzlich. Hier oben sieht man noch das Waffenvisier und der Sonnenschutz. Und ich finde, es sieht richtig gut aus. Von Eduard zum Beispiel gibt es bei den Bausätzen richtig gleich bedruckte Foto-Edge-Teile. Aber dies ist auch eine gute Lösung, um das Flugzeug richtig aufzuwerten. Die Innenseiten der Flugzelle habe ich auch schon lackiert mit Staubgrau 77. Falls man dann irgendwie dann doch durchschaut, dass auch hier die richtige Farbe ist, so wie im Cockpit. Hier kommt dann noch eine Schicht Klarlack drauf und auch ein Wash zur Alterung. Bei der Verkabelung des Cockpits habe ich mir Referenzbilder so wie von diesem Modell gesucht, weil es gibt im Internet kaum richtige Bilder von einem U87 G2 Cockpit. Und da habe ich mir nun diese Kabelführung angeschaut, die einzelnen Geräte. Das ist jetzt eine andere U87 und habe halt für mich den bestmöglichen Weg der Verkabelung gewählt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim zweiten Update, wenn ich die Flugzelle geschlossen habe und die Flügel angebracht habe. Also bleibt dran, euer Ben. Nun greifen Stuka-Landungsboote an, die sich in das Schilfdickicht der Kuban-Lagunen zurückgezogen haben. Aufwaffenfeuer! Die einzelnen Ziele sind kaum zu erkennen.